Rätselhafte Tankersichtungen haben uns nach Griechenland geführt. Seit Monaten tauchen Öltanker in unbewohnten Gebieten auf und verhalten sich auffällig. Am Anfang haben wir das nur auf dem Monitor beobachten können. Und man sieht hier schon diese ganzen vielen orangenen Punkte. Und wenn man dann genau hinsieht, hinter einem Punkt befindet sich nicht nur ein Tanker, sondern manchmal zwei Tanker, wie hier. Der Verdacht, hier wird russisches Öl auf hoher See umgeladen, um Sanktionen zu umgehen und damit Putins Kriegskasse weiter zu füllen. Sind es mehr geworden? Ich meine, mehr Ship-to-Ship-Transfers. Ja, mehr. Russische Tanker. Alles Russen. Wir machen uns auf die Suche nach Erklärungen. Gentlemen, we have questions. Griechenland. Am südlichsten Ausläufer des europäischen Kontinents geschieht Merkwürdiges. Seit Frühjahr sichten Küstenbewohner russische Öltanker im Lakonischen Golf. So etwas habe es früher nie gegeben, berichten Fischer. Was die Tanker in ihrem Fanggebiet wollen, können sie nur vermuten. Es waren 3 Tanker, 17, 18 Meilen draußen, tauschten Benzin, Öl oder was auch immer aus. Sie gaben oder nahmen. Ein Hotel unweit der Hafenstadt Kitio. Der Besitzer erzählt von Tankern ganz nah an der Küste und zeigt uns Fotos. Der Hotelbetreiber fürchtet, dass ein Tankerunglück seine Existenz vernichten könnte. Das ist eine Gefahr für die Natur, das Meer und die Lebensgrundlage der Menschen in dieser Gegend. Und die ist Tourismus. Noch mehr Rätsel geben Beobachtungen eines Naturschützers auf. Am Horizont will er Tanker gesehen haben, die paarweise nebeneinander auf dem offenen Meer trieben. Seine Nachfragen bei der Hafenpolizei aber hätten zu nichts geführt. Wenn irgendein Schiff reinkommen will, hier in den Hafen, ja, dann kontrollieren sie es. Aber nur dann. Wenn es da draußen ist, dann schauen sie weg. Auch uns haben die rätselhaften Tankersichtungen nach Griechenland geführt. Seit Russland die Ukraine überfallen hat, will die EU verhindern, dass Putin weiter Öl verkauft, um seine Kriegskasse zu füllen. Brüssel hatte deshalb Sanktionen beschlossen, die jedoch einige Ausnahmen zuließen. Ab Dezember sollen diese Lücken geschlossen werden. Auf dem Seeweg soll dann gar kein russisches Öl mehr in die EU importiert werden. So soll Putin geschwächt werden. Doch klappt das auch? Über Wochen haben wir Routen von Öltankern über Internet-Tracker verfolgt. Am Anfang haben wir das nur auf dem Monitor beobachten können. Und man sieht hier schon diese ganzen vielen orangenen Punkte. Das sind alles Tankschiffe. Die Schiffe kommen teilweise aus russischen Schwarzmeerhäfen, fahren dann durch den Bosporus, die griechische Küste entlang. Und wenn man dann genau hinsieht, kann man erkennen, hinter einem Punkt befindet sich nicht nur ein Tanker, sondern manchmal zwei Tanker, wie hier. Rechts einer und links einer. Ein Internetvideo zeigt, was da vor sich gehen könnte. Ship-to-Ship-Transfer heißt das Verfahren, kurz STS. Von einem zum anderen Tanker wird Öl umgepumpt. Analysten von Lloyd, einem der größten Schiffsversicherer, gehen in aktuellen Berichten davon aus, dass STS-Operationen im Lakonischen Golf dazu dienen, die Herkunft des russischen Öls zu verschleiern. Ein Weg, Sanktionen zu umgehen. Was wir bislang nur auf Bildschirmen sehen konnten, wollen wir auf dem Meer überprüfen. Wir heuern einen Skipper an. Als der erfährt, was wir vorhaben, zeigt er uns im Hafen Schleppe einer griechischen Firma, die Ship-to-Ship-Ausrüstung zu den Tankern fährt. Auf der anderen Seite sind diese Ballons. Die schwarzen Ballons sind sogenannte Fender. Sie schützen die Bordwände der Tanker, während sie nahe beieinander liegen. Unser Skipper behauptet, er sei selbst bei solchen STS-Operationen dabei gewesen. Sind es mehr geworden? Ich meine, mehr Ship-to-Ship-Transfers? Ja, mehr. Russische Tanker. Alles Russen. Auf dem Telefon zeigt er uns Fotos. Die sollen russische Tanker zeigen, beim Umpumpen von Öl. Rund 8 Seemeilen vom Festland entfernt. Tanker in Sicht. 3 Schiffe liegen vor uns. Darunter die Marina 3. Sie fährt unter der Flagge Panamas.
In der Vergrößerung zu erkennen, die schwarzen Ballons, die Fender, die für eine Ölumladung auf See nötig sind. Noch hat die Operation nicht begonnen. Wir werden sie vorerst auch nicht filmen können, denn unsere Dreharbeiten bleiben nicht unbemerkt. Alles drehen, was du irgendwie kannst, Johann. Unser Skipper telefoniert. Mit wem, wissen wir nicht. Wir waren nicht sehr nah dran. Die haben von weitem ein paar Bilder gemacht. Jetzt fahren wir zurück. Dass wir ihn hören können, weiß unser Skipper nicht. Offenbar kennt man sich gut. Ich habe sie nicht nah rangefahren. Unser Skipper dreht ab. Noch ehe das Umpumpen des Öls beginnt, sind wir zurück im Hafen. Wir versuchen es auf dem Landweg. Auf einer Küstenstraße folgen wir den Tankern in Richtung Süden. Am Horizont Schiffe. Dann entdecken wir in der Ferne dieses Tankerpaar. Eines der Schiffe ist die Marina 3, die wir zuvor auf See mit den schwarzen Fendern beobachten konnten. Laut Routentracker war der Tanker noch vor kurzem in einem russischen Ölhafen. Neben der Marina 3 liegt ein weiterer Tanker, registriert auf den Marshallinseln. Ob Öl umgepumpt wird, von hier aus nicht mit Sicherheit zu sagen. Dass russische Tanker Öl auf andere Schiffe umladen, um es vorbei an Sanktionen weltweit zu verkaufen, beschäftigt auch griechische Parlamentsabgeordnete. Unmittelbar nach dem Beginn des Ukraine-Krieges haben uns Fischer beschrieben, dass große Tanker erstmals in den Lakonischen Golf eindringen und dass Tanker aneinander kleben und irgendetwas passiert. Das Problem ist, dass kein Land überprüfen kann, was außerhalb der 6 Meilen passiert. Woher das Öl kommt und wo es hingeht. Die griechische Regierung erklärte jüngst, gegen das Umpumpen von Öl auf hoher See könne sie nichts machen. In diesem Moment, in dem wir uns unterhalten, kommt es zu mindestens 4 Ship-to-Ship-Operationen. Wir fahren noch einmal raus. Vielleicht können wir heute filmen, wie russische Tanker Öl umladen, um so Sanktionen zu umgehen. Wir haben heute ein schnelleres Boot, haben eine Chance, näher ranzufahren. Ich sehe auf der Karte 2 Tanker, die schon sehr nah beieinander sind, die Geschwindigkeit reduziert haben. Wir vermuten, dass das hier noch zum Ship-to-Ship-Transfer wird und fahren da jetzt mal hin. Wir haben Glück. Etwa in der Mitte des Lakonischen Golfs 2 Tanker, während sie Öl transferieren. Gut zu erkennen, Schläuche und die schwarzen Fender. Ich meine, ich kann es ja mal probieren, oder? Okay. Good afternoon, gentlemen. Hier spricht Arndt Ginzel vom 2. Deutschen Fernsehen. Ich habe eine Frage. Zuerst, ist das russisches Öl? Antworten bekommen wir nicht. Dafür aus der Drohnenperspektive zu sehen, Ölflecken, die das Meer verschmutzen. Ein paar Seemeilen weiter der nächste Ship-to-Ship-Transfer. Vor uns liegt jetzt ein Schiff der russischen Reederei SCF. Daneben liegt ein zweiter Tanker und wir sind gerade mal ein Stück drumherum gefahren und haben gesehen, die beiden transferieren jetzt Öl, also von einem Schiff zum anderen wird das Öl übertragen. Wird natürlich kaum noch jemand feststellen können, wo das Öl ursprünglich hergekommen ist, wenn es eines Tages in einem Hafen gelandet ist. Die russische Staatsreederei SCF steht wegen des Ukraine-Krieges unter Sanktionen. Das Schiff hatte zuletzt im russischen Ölhafen Ust-Luga gelegen. Gentlemen, halt richtig. Arndt Ginzel vom Deutschen Fernsehen. Wir haben Fragen. Als erstes, was ist das Ziel dieser STS-Operation? Zweitens, ist das russisches Öl? Dritte Frage, wohin soll das Öl denn gehen? Thank you for the answer. Ab Dezember soll gar kein russisches Öl mehr auf dem Seeweg nach Europa gelangen. Doch wie wirksam werden die neuen Sanktionen sein? Was glaubst du? Schreib es in die Kommentare und lass ein Abo da.
Nicht nur beim Öl, auch die Sanktionierung von Putin-nahen Oligarchen läuft nicht glatt. Welche Probleme deutsche Behörden damit haben, siehst du im Video links.